Hallo, heute geht es mal wieder um Gleispläne. Allerdings nicht um selbst angefertigte Gleispläne, sondern um vorgefertigte Gleispläne, beziehungsweise die richtige Auswahl von diesen Gleisplänen. Normalerweise sind diese Gleispläne durchaus darauf ausgelegt, jeden Quadratzentimeter der Anlagenfläche zu nutzen. Allerdings treffen die wenigsten vorgefertigten Gleispläne exakt die eigenen Platzverhältnisse. Man muss sich also entscheiden, verdichte ich einen größeren Gleisplan auf meine zur Verfügung stehende Fläche oder nehme ich einen kleineren Gleisplan und blase den ein wenig auf. Wer das Thema interessant findet, der kann sich den Film ja angucken. Wer Teile des Videos überspringen möchte, findet übrigens in der Videobeschreibung eine anklickbare Inhaltsübersicht. Mit ihr kann man sich die passenden Stellen aus dem Informationsangebot dieses Filmes heraussuchen. Dieser Kanal ist Teil des Angebots von Thorstens MOBA-Planungsdienst. Ziel des Kanals ist es, den Zuschauern zu ermöglichen, eine interessantere Modellbahn zu planen und zu bauen. Wegen dieser Zielsetzung wurde ich von einigen Zuschauern gefragt, ob ich ihre Anlage nicht für sie planen könnte. Da ich es ablehne, schwarz zu arbeiten und sowieso solo selbstständig bin, habe ich wegen der Anfragen das Geschäftsfeld Modellbahnplanung aufgemacht. Zu meinem üblichen Tätigkeitsfeld, der Präsentationsgestaltung mit PowerPoint, gibt es weite Überschneidungen. Deshalb sind die Informationen zu Thorstens MOBA-Planungsdienst auch auf meiner Webseite infographics.de verankert. Wer den Film ohne Werbung sehen will, muss ein YouTube-Premium-Abo abschließen. Alternativ können die Filme auch bei mir zum Download bestellt werden. Die Filme sind dann ohne Werbung, ohne Eigenwerbung und ohne Abo-Aufforderungen und so ein Kram. Wie so eine Bestellung abläuft, wird in einem separaten Film erklärt. Einen Link zu diesem Film findet ihr oben rechts in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Einen Link zu den alten Filmen findet ihr oben rechts in der Ecke. Das war's, viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Ey, was ist denn genau das Problem mit den Gleisplänen aus der Zeitschrift? Naja, das Problem sind eigentlich nicht die abgedruckten Gleispläne, sondern es ist oft, aber nicht immer, der Suchende, der das Problem darstellt. Entweder es wird das deutsche Thema gesucht, also zweigleisige Hauptstrecke und eingleisige Nebenstrecke, oder es wird eine Anlage gesucht, die vergleichbar ist mit einem 3,80 Meter Wels, von dem man an einem Anglerstammtisch erzählt. Also sucht man sich einen viel zu großen Gleisplan, denn passende Gleispläne wären ja zu ordinär, und versucht mit aller Gewalt, den Plan auf die eigene gegebene Fläche einzudampfen. Eigentlich ist es ja unnötig, das zu erwähnen, aber der Mindestradius sollte mindestens 50% der Anlagenbreite betragen, eher mehr. Die maximale Neigung soll 2,5 bis 3% nicht übersteigen und es sollen 3 Züge mit bis zu 90 cm Länge fahren können. So zumindest oft die Vorgaben und Vorstellungen der Leute, die auf der Suche nach einem Gleisplan sind. Den Schattenbahnhof für 4 Züge hatte ich schon erwähnt, oder? Ja, nee, hör mal, ist klar. Sag mal, hast du was geraucht? Oder willst du einfach nur was Problemzonentraining? Wenn das so ist, nichts leichter als das. Der Anfang jeder Modellbahn, egal ob gut oder schlecht, ist im Kopf des jeweiligen Erbauers. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was macht eine schöne Modellbahn eigentlich aus? Naja, da gibt's einerseits die Mehr ist mehr Fraktion, die wollen viele Gleise, möglichst einen großen Hauptbahnhof, vielleicht noch 1, 2 Nebenbahnhöfe, dann noch Motive von den Alpen bis zur Nordsee auf 3 Quadratmetern, ein K-System, ein Rummelplatz, eine riesige Feuerwehrstation, die auch noch Einsätze fährt und weiß der Geier was nicht alles. Und dann gibt's dann natürlich noch die Weniger ist mehr Fraktion. Die wollen mehr so durchdacht angeordnete Gleise, belebte Straßen, wie sie beispielsweise bei einem Fußballspiel Deutschland gegen Holland der Fall sind, eng begrenzte lokale Motive, ein Dorfbahnhof und insgesamt viel Raum für wenig Motive. Und bevor jetzt wieder die Kommentare kommen, da gibt's aber noch so viel dazwischen. Hier nochmal der Hinweis, ich bediene mich der Technik der Idealtypenbildung gemäß dem Soziologen Max Weber. Das heißt, ich stelle die extremsten Typen und Ausformungen einer bestimmten Position dar. Es sind also theoretische Idealtypen. Die Realtypen sind irgendwo zwischen diesen beiden dargestellten Extremen. Aber kommen wir nach dem Ausflug in die theoretischen Grundlagen der Soziologie wieder zurück zur praktischen Modellbahnplanung.
Der hier dargestellte Modellbahner betrachtet sich in einer Zeitschrift eine Modellbahnanlage in der Größe 3,98 Meter x 9,85 Meter. Aus Gründen des Urheberrechts habe ich einfach einen alten Anlagenvorschlag von mir genommen, der natürlich noch nie in irgendeiner Zeitschrift war. Auslöser für diese Anlagenidee war der Bahnhof Billigheim an der Schäfflenztalbahn in Baden. Der Gleisplan entspricht sogar fast dem Bahnhof Billigheim, aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist die Anordnung eine andere. Deswegen ergibt sich auch eine andere optische Anmutung des Bahnhofs. Darum habe ich ihn umbenannt. Angebunden ist der Bahnhof Billiggesäß an den Bahnhof Uschi an der Schwarzen Plapper. Spötter sehen darin eine Hommage an Zensur-Ursula von der Leyen, auch Flinten-Uschi genannt. Die beide Stationen verbindende Bahnstrecke läuft mittig entlang der Hauptstraße eines kleinen Dorfes. Das ist eine typische Szene, die bis etwa Mitte der 60er Jahre in Deutschland gar nicht so selten war. Aber heute klingt das ähnlich abstrus, wie eine SPD die Arbeiterinteressen vertreten würde. Aber kommen wir wieder zurück zum Bahnhof Uschi an der Schwarzen Plapper. Der Ort liegt neben der Schwarzen Plapper auch noch an einer eingleisigen Hauptstrecke. Die verschwindet allerdings ein paar hundert Meter vor und hinter dem Bahnhof in einem Tunnel. Und damit kommen wir auch schon zur Unterwelt dieser Anlage. Die roten Pfeile hier und hier markieren den Übergang zur sichtbaren Ebene. Beide Tunneleinfahrten liegen auf einer Höhe und ermöglichen so das Kreisfahren des Zuges über die Anlage. Das gilt zumindest, wenn die Doppelkreuzweiche oben rechts in der Ecke auf Bogenfahrt gestellt ist. Ist sie hingegen auf kreuzende Fahrt gestellt, kommen die Züge zwangsläufig zu dem Verteilerkreis unten links in der Ecke. Von da aus geht es dann entweder in den Schattenbahnhof bzw. das Abstellgleis, beziehungsweise über die im Plan obere oder die im Plan untere Tunnelausfahrt in den Sichtbereich zurück. Im Prinzip könnte man mit dieser Anlage reinen Spielbetrieb, aber auch Betrieb nach Fahrplan machen. Tja, aber was tun, wenn man nicht gerade einen Raum von 4 mal 10 Metern für die Modellbahn übrig hat? Lässt sich diese Modellbahnanlage räumlich verdichten? Hier, was ist denn eigentlich das Problem, wenn man so einen Plan zusammendrücke tut? Naja, die Anlage wird insgesamt unharmonischer. Die Rampen werden steiler, die Züge müssen kürzer werden, die Kurvenradien werden enger. Das heißt, der Überhang der Züge bzw. der langen Fahrzeuge in den Kurven steigt an und die Anlagenkanten insgesamt werden kürzer. Das heißt, die Bahnhöfe müssen gestaucht werden und so weiter und so weiter. Insgesamt leidet so ein Anlagenkonzept also sehr, wenn zu viele Dinge auf zu engem Raum zusammengestaucht werden sollen. Da geht's halt Hubbel ein bisschen steil an den Hof. Was soll denn das? Naja, für Freunde langer Züge ist das unter Umständen schon ein Problem. Zum einen müssen die Gleise wirklich sehr genau verlegt werden, damit der Kraftschluss, also die Haftreibung zwischen Rad und Schiene, bestehen bleibt. Unter Umständen müssen die Züge kürzer werden und die angehängten Fahrzeuge müssen häufiger gewartet bzw. wahrscheinlich auch erleichtert werden. Bei der Wartung ist natürlich insbesondere darauf zu achten, dass die Waggons extrem leicht laufen. Und bei der Erleichterung von Fahrzeugen muss man natürlich auch immer darauf achten, dass die Dinger nicht bei jeder erstbesten Störung entgleisen. Und auch lange Züge und enge Kurvenradien vertragen sich nicht so wirklich richtig gut. Und das heißt natürlich, Fahrzeuge und Züge insgesamt müssen kürzer werden. Außerdem sollten die Züge so zusammengestellt werden, dass die schwersten bzw. auch die am schwersten laufenden Fahrzeuge direkt hinter der Lok hängen. Einen Gleisplan auf viel zu kleinen Raum zu quetschen, hat also erhebliche Nachteile. Aber welche Alternativen gibt es denn? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich die Rosinen aus der Anlagenplanung herauszupicken. Ich zum Beispiel stehe auf kleine Endbahnhöfe und auf Bahnstrecken im Straßenplanum. Wenn ich das Thema haben will und sehr wenig Platz habe, dann lasse ich eben einfach den ganzen anderen Kram weg. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass sich auf diese Art und Weise reizvollere Anlagen ergeben, als wenn eine Anlage wirklich völlig überfrachtet wird. Wichtig ist auf jeden Fall, gedanklich offen zu sein und nicht in irgendwelche Sackgassen zu laufen und sich da zu verrennen. Da es aber auch durchaus Leute gibt, die auf der Modellbahn mehr Action haben wollen als ich, betrachten wir jetzt mal einen Gleisplan von modellbahning.de. Wie man aus der Vogelperspektive leicht erkennen kann, nutzt diese Anlage wirklich jeden Quadratzentimeter ihrer Fläche von 3,30 Meter x 2,50 Meter. Die Höhenstaffelung des sichtbaren Bereichs erinnert ein wenig an die Zuschauerränge eines römischen Amphitheaters. Das heißt, wenn man vor der Anlage steht, wird sie wahrscheinlich nicht so voll aussehen, wie sie von oben aussieht. Aber das heißt auch,
Es macht keinen Sinn, diese Anlage noch weiter zu verdichten. Oder besser gesagt, räumlich zu komprimieren. Oder anders gesagt, jeder Meter mehr in Sachen Länge oder Breite wird aus dieser Anlage eine noch schönere Anlage machen. Eine genaue Beschreibung der Anlage bzw. des Anlagenplans inklusive der nicht sichtbaren Strecken findet ihr auf der Website modellbahning.de. Die entsprechende URL könnt ihr unten rechts im Bild ablesen. Ansonsten ist unten in der Videobeschreibung noch ein anklickbarer Link. So, ich denke, das waren genug Anregungen für diese Woche. Das war ein Film von Thorstens MOBA Planungsdienst, dem Planungsdienstleister für ungewöhnliche Modellbahnanlagen. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken. Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.